Dieser Markt hier gehört zu den besten der Welt. Ein Markt für was? Für Lebensmittel. Hier kannst du alles kaufen, alle möglichen Waren. Aus Lateinamerika, aus Indien, aus der ganzen Welt. Viele Früchte, viel Fisch. Du bist in Barcelona, es gibt Meer und viel frischen Fisch. Das ist hier so der Hauptgang in der Boqueria, wo es viele Touristen gibt. So wie ich? So wie du. Hier kauft man Früchte, Süßigkeiten. Dieser Markt hier hat doch bestimmt eine interessante Geschichte, oder? Was ist die Geschichte? Ich bin kein Historiker, ich bin DJ. Schau mal, hier gibt es eine Menge guter Produkte. Tintenfische, Kalamares, Meeresfrüchte. Warum bewegen die sich? Weil sie frisch sind, lebendig. Die sind doch lebendig, oder? Aber manche sind doch schon tot. Nein, die sind frisch und leben noch. Die sterben doch hier ziemlich langsam. Frag mal hier die Frau. Okay, guck, es bewegt sich. Oh nee. Hallo. Hallo, ¿cómo estás? Hallo. Hallo Deutschland. Was ist das da? Sangria? Das ist der Sangria, der euch Deutschen so gut schmeckt. Aber eher auf Mallorca, oder? Auf Mallorca und in Deutschland. In Berlin gibt es Sangria ja auch im Lidl im Tetrapack. Hier trinkt doch keiner Sangria. Hier? Doch, doch. Ist das der gleiche Sangria wie auf Mallorca oder in Berlin? Sangria kommt aus Spanien, nicht aus Mallorca. Das haben die Deutschen besetzt. Den Sangria machen sie hier selbst. Und dann füllen sie ihn in diese Flaschen. Gefallen sie dir? Die da gefällt mir nicht. Macht keinen Sinn, Sangria im Stier. Ich mag das gar nicht. Ich bin kein großer Stierfan. Aber generell magst du doch die Traditionen hier, oder nicht? Nein, ich bin nicht sehr traditionell. Ich sage nicht, hey, komm, wir tanzen Flamenco. Nee, so bin ich nicht. Einige respektiere ich, aber nicht sowas wie die Stiere oder so. Jetzt eine Sangria, dann eine Paella um 6 Uhr nachmittags, dann gucken wir Fußball und dann torkeln wir über die Straße. Dann sind wir so wie echte Deutsche hier in Spanien. Ja, das machen wir. Das gibt's echt. Was? Na, dass die Deutschen hierher kommen, Sangria trinken und die Kontrolle verlieren. Aber was ist denn wirklich noch eine Tradition in Barcelona? Gibt's nicht irgendeine Musik oder so? Es gibt die Rumba, Rumba Catalana. Die ist gut. Das ist ein bisschen wie ein Mix aus kubanischer Musik und Flamenco. Es gibt Leute, die das ziemlich gut können, wie mein Freund Dani Chanego. Er spielt in einer Rumba-Band, die heißt La Familia Rustica. Und wie hört sich Rumba an? Kannst du was singen? Nein, ich bin doch kein Sänger. Dani kann das besser? Ja, Dani kann dir die Rumba zeigen. Dani Chanego spielt heute im Viertel Poble Sec in einer kleinen Bar.
¿Cómo se cree que las mató? Le vas allá. No. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wer du bist und was du in Barcelona machst? Ich bin Sänger und Komponist für meine Band La Familia Rustica und außerdem DJ. Also ich lege auf Rumba, Funk. Und in Barcelona bin ich, weil es meine Stadt ist. Diese Musik, die du da eben gespielt hast, was ist das? In Barcelona gibt es sehr viel Musik. Rock, Pop, Soul, alles Mögliche. Aber die einzige Musik, die wirklich die Musik dieser Stadt ist, ist die Rumba Catalana. Die Musik mit der meisten Tradition? Ja, das ist ein Sound, der zwar noch nicht so alt ist, so aus den 50ern, 60ern, da hat sich kubanische Musik mit der von hier vermischt. Und ja, es ist wirklich typisch für diese Stadt. Und warum gefällt dir diese Musik? Weil du von hier kommst oder weil es einfach die beste Musik ist? Warum? Ich habe sie schon als Kind gehört und hatte es zwischenzeitlich schon vergessen. Ich habe früher viel gehört, Rock, Punk, Ska, alles Mögliche. Und plötzlich kam der Tag, da habe ich ein Rumba-Stück gehört und dachte, hey, das kenne ich. Und dann merkst du, das hast du als Kind schon gehört, im Auto deines Vaters, beim Camping oder so. Du hast es einfach in dir, ich jedenfalls. So wie in deinem Blut. Ja, diese Musik hat ihren eigenen Sound. Wenn du spielen willst, dann spiel. Okay, das ist eine sehr feierliche Musik, aber egal. Wenn du eine Gitarre hast, kannst du damit Fiesta machen. Da ist viel Rhythmus drin. Das kannst du im Park spielen, auf der Straße. Du spielst das und schon startet die Party. Du hörst diese Musik und im selben Moment willst du doch lostanzen. Ja, genau. In meiner Familie ist das so. Auf den Hochzeiten oder bei anderen Familienfeiern, da spielen wir das und dann tanzen sogar die alten Leute. Die Rumba ist also eine sehr traditionelle Musik und offensichtlich total beliebt. Ich finde es komisch, denn die deutsche Volksmusik, die ist nicht so beliebt, weil sie einfach nicht so gut ist. Ich glaube, dass auch deutsche Musik gut sein kann. Im richtigen Moment, am richtigen Ort. Aber das ist schon was Spezielles hier, dass die Leute die Traditionen so pflegen. Ich glaube, dass Barcelona sich aber auch sehr für andere Sachen öffnet. Es ist eine große Stadt, so wie Berlin oder London, mit vielen Leuten und alles vermischt sich. Und hier sind wir doch in einem speziellen Stadtviertel, oder? Was ist das für ein Viertel? Das ist Poble Sec, im Bezirk Saint-Montjuïc, aber eigentlich sind wir hier in Poble Sec. Das ist ein Stadtviertel, das viel Geschichte hat. Es ist auch sehr nah am Zentrum. Ein sehr vielfältiges Viertel, viele Leute auf der Straße, die Tapas essen und sich unterhalten. Es gibt andere Bezirke in Barcelona, die eher unterkühlt sind. Und du lebst in diesem Viertel? Seit wann? Ich bin vor 3 Jahren in diesen Teil von Barcelona gezogen. Ich bin hergekommen, weil es ein Multikulti-Viertel ist. Vor allem gefällt mir, dass es so lateinamerikanisch hier ist. Kannst du dir vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben oder wirst du immer hier wohnen?
Das kann man nie sagen, aber mir gefällt es hier. Ich habe alles, was ich brauche, alles, was ich will. Ich besuche andere Städte, aber dort leben, man weiß ja nie. Es gibt Städte wie Berlin, wo ich auch gern leben würde. Da habe ich viele Freunde im Moment, da treffen sich gerade viele. Aber Barcelona hat so ein paar Sachen wie das Meer, das Klima, die Leute. Ohne all das wäre es schwierig für mich. Aber jetzt müssen wir gucken, was mit der Krise wird. Niemand weiß, was sich dadurch ändern wird. Ich hoffe, dass sich nichts ändert. Und was denkst du über die Zukunft? Hast du Angst oder hast du Lust, neue Dinge zu machen? In der Zukunft, klar will ich neue Sachen machen. Musik, neue Ideen umsetzen, Vater werden. Man weiß nie, die Zukunft. Die Zukunft ist morgen. Und morgen habe ich einen Auftritt, abends eine Session, ein Konzert. Das ist so die nahe Zukunft, die mir bevorsteht. Wir suchen hier den Spirit von Barcelona. Wie ist der? Barcelona hat nicht den einen Spirit. Barcelona ist eine Stadt des Kommen und Gehens, eine Stadt zum Durchreisen. Es ist eine ziemlich freie Stadt, frei wegen ihrer Menschen. Ein bisschen anarchisch. Anarchisch? Aber ich habe ja schon viel Polizei gesehen. Ja, es ist nicht gerade Neapel oder eine andere verrückte Stadt, aber es hat einen bestimmten Punkt von Freiheit. Salud. Wir suchen Tapas, oder? Ja, ich will auch Tapas essen, weil ich fühle mich schon sehr deutsch. Und wie in Lloret de Mar. Das mögen die Deutschen am liebsten. Kartoffel, wow! Hola, mit einer Soße ist Kartoffeln, Salat. Super! Du kennst doch eine Menge Städte in Europa. Du bist unterwegs in Kopenhagen, in Wien, in Berlin. Gibt es denn nicht eine Sache, die es wirklich nur in Barcelona gibt? In Barcelona, ich glaube, jede Stadt hat ihre guten Seiten. Da denke ich sehr positiv. Ein Tourist in Berlin, der kommt und verliebt sich in die Stadt und der bleibt. Und so war Barcelona in den 90ern. Ich glaube, es kommen immer noch viele Leute, aber sie wissen gar nicht so genau, warum. Du hast ja auf Las Ramblas gesehen, es gibt immer mehr Touristen. Die machen Fotos, kaufen Eis oder Souvenirs. Es ist deine Heimat, oder? Deine Heimat, Barcelona. Deine Heimat. Was ist deine Heimat? Wer ist deine Heimat? Das ist ja. Du bist hier geboren. Es ist deine Stadt. Was ist denn die allerschönste Sache hier? Das Meer. Ich habe in Berlin gelebt. Was mir da am allermeisten gefehlt hat, war das Meer. Ich bin am Meer geboren. Da hinzugehen, da aufzulegen, im Meer zu baden, das ist einfach das Beste für mich. Heute Abend legt Andi nicht am Strand auf, sondern im Apollo, Barcelonas Musikclub Nummer 1. Zusammen mit Max aus München bildet er das DJ-Duo Los Chicos Altos, die großen Jungs. Beatbox. Die Stimmung hier ist etwas anders als heute Morgen im Krankenhaus. So? Was gefällt dir denn besser? Wo fühlst du dich denn wohler? Ja, es ist beides genial. Im Krankenhaus kann man sich gut konzentrieren und Forschung betreiben. Und hier ist einfach gute Musik, viele Leute, die man kennt, neue Freunde kennenlernen.
Was ist jetzt für dich mehr Barcelona? Eher die Arbeit oder eher das hier? Was ist Barcelona? Barcelona ist sehr vieles. Ist Musik, ist Wissenschaft, ist Strand, ist Tapas, ist Theater, Kunst, alles Mögliche. Jetzt hast du heute Morgen gesagt, in Barcelona kann man sehr leicht in diesen Strudel geraten, in diesen Partystrudel und so. Bist du jetzt nicht gerade selber mittendrin? Ja, genau, mittendrin, aber in Barcelona kann man jeden Tag Partys haben wie diese. Man muss nur wissen, die Dosis macht die Droge. Wie viel ist es jetzt? 3 Uhr. 3 Uhr. 3 Uhr, ja. Die Party hat eigentlich gerade erst angefangen, kann man sagen. Ja, genau, Barcelona ist sehr spät. Leute kommen, wenn die Bars zumachen, Bars machen um 3 Uhr zu, dann kommen Leute in die Clubs. Okay, das bedeutet, du wirst wie lange heute hier sein? Vielleicht bis 5. Bis 5, ja. Und wann wieder morgen im Labor? Ich versuche um 9 da zu sein. Und das schaffst du und ist für dich kein Problem? Oder wie, Ja, ich meine, das machst ist du ja das? nur einmal im Monat ungefähr und das geht schon, ja. Und morgen wieder Full Power im Labor für die Forschung. Backstage kurz vor Sonnenaufgang. Der richtige Ort für das letzte Wort. Was glaubst du, wird in der Zukunft aus Barcelona? Jetzt? Wow, wow. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Die Situation ist ein bisschen kompliziert jetzt mit der Krise und so und das Krise und alles. Ne? Ist ein bisschen kompliziert. Zukunft? Ich weiß nicht. Yo no soy un adivino. ¿Cómo es el adivino, el que tira las cartas? No, un Tarot oder so. Du bist kein Wahrsager. Ja, ich bin kein Wahrsager. Was glaubst du? Was für ein Bild haben die Menschen jetzt, die diesen Film gesehen haben mit deinen Freunden? Yo pienso que piensan que este capullo. Die denken, dieser Idiot spricht unglaublich schlecht Deutsch. Du hast diese Mann in Berlin gewonnen, weil Deutsch ist scheiße. Tut mir leid. Das ist mein Deutsch. Okay. Wenn du dir vorstellst, du bist Deutscher und du kennst Barcelona nicht, du hast Max kennengelernt, du hast Dani kennengelernt und Vielleicht kommt nach Barcelona und ist, was denkt man jetzt? und ist in einer Bar und so. Hey, kennst du Ramon? Andi? Wo ist diese Leute? Ich weiß nicht. Das für mich ist, ich weiß nicht, es ist nur eine kleine Stück. Ne? Das ist Barcelona, das ist eine kleine. Salta la